Was ist Freundschaft? Aristoteles widmet 2 Kapitel seiner nikomachischen Ethik und damit fast ein Viertel des gesamten Werks der Analyse der Freundschaft. Der griechische Begriff für Freundschaft lautet Philia und ist sehr viel umfassender als das, was wir heute unter Freundschaft verstehen. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit man überhaupt von Freundschaft sprechen kann, welche Arten der Freundschaft Aristoteles unterscheidet und wie viele Freunde für ein glückliches Leben nötig sind, erfährst du in diesem Video. Freundschaft beruht immer auf Gegenseitigkeit, genauer auf Gegenliebe und Wohlwollen. Gegenliebe bedeutet, dass man sich gegenseitig wertschätzt und mag. Wohlwollen bedeutet, dass man dem anderen Gutes wünscht. Mit leblosen Dingen, etwa einem Stofftier, kann man daher nicht befreundet sein. Ich kann dem Stofftier zwar Liebe entgegenbringen, doch das Stofftier kann meine Liebe nicht erwidern. Die dritte Voraussetzung für echte Freundschaft ist für Aristoteles, dass die Gegenliebe und das Wohlwollen für das jeweilige Gegenüber erkennbar sind. Wenn 2 Fremde sich gegenseitig Liebe und Wohlwollen entgegenbringen, ohne von der Haltung des jeweils anderen zu wissen, sind sie keine Freunde. Diese 3 Voraussetzungen gelten laut Aristoteles für alle Formen der Freundschaft. Sind sie nicht gegeben, handelt es sich nicht um Freundschaft. Der griechische Begriff Philia meint mehr als unser Begriff Freundschaft. Gemeint ist eine einzigartige Form zwischenmenschlicher Beziehungen, eine freundschaftliche Liebe, bei welcher im Unterschied zur leiblichen und göttlichen Liebe die freundschaftliche Beziehung zwischen den Liebenden im Vordergrund steht. Und was lieben die Freunde aneinander? Laut Aristoteles ist in einer Freundschaft nicht alles Gegenstand der Liebe, sondern nur das Liebenswerte. 3 Güter können geliebt werden, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Das Gute, das Angenehme und das Nützliche. Das Nützliche wird geliebt, um etwas Angenehmes oder Gutes zu erreichen. Es wird also nur als Mittel zur Erreichung eines anderen Ziels geliebt. Das Gute und das Angenehme hingegen sind Ziele, die um ihrer selbst willen geliebt werden. Jeder Mensch liebt laut Aristoteles seinen Freund aus einem bestimmten Grund, entweder weil er ihn für gut, für angenehm oder für nützlich hält. Aristoteles unterscheidet 3 Arten der Freundschaft: die Freundschaft des Nutzens, die Freundschaft der Lust und die vollkommene Freundschaft bzw. Charakter- oder Tugendfreundschaft. Die Freundschaft des Nutzens beruht darauf, dass 2 Menschen voneinander profitieren. Man ist nur miteinander befreundet, weil die Freundschaft beiden einen Nutzen bringt. Es handelt sich hierbei also um eine Zweckgemeinschaft, wie beispielsweise eine Geschäftsbeziehung oder eine Lernpartnerschaft. Die Menschen, deren Freundschaft auf Nutzen basiert, lieben sich, weil sie sich für nützlich halten. Sobald einer der Freunde nicht mehr nützlich ist, endet die Freundschaft. Die Freundschaft der Lust beruht auf dem Vergnügen, das die Freundschaft bringt. Man ist nur miteinander befreundet, weil man gemeinsam Spaß hat und eine angenehme Zeit miteinander verbringt. Ein Beispiel für eine Freundschaft aus Lust wäre eine Partyfreundschaft, wo man zusammen feiern geht und Spaß hat. Die Menschen, deren Freundschaft auf Lust basiert, lieben sich, weil sie sich für angenehm halten. Wenn man keinen Spaß mehr miteinander hat oder es zu Unannehmlichkeiten und Problemen kommt, endet die Freundschaft. Bei diesen beiden Arten der Freundschaft liebt man den anderen nicht um seiner selbst willen, sondern weil man einen Vorteil von der Freundschaft hat. Entweder irgendeinen Nutzen oder eine angenehme Zeit. Aus diesem Grund sind solche Freundschaften instabil und dauern nicht lange an. Wenn die Freundschaft nämlich nur auf Nutzen oder auf Lust beruht, endet sie, sobald sie keinen Nutzen mehr bringt bzw. kein Vergnügen mehr bereitet. Die Eigenschaften, angenehm oder nützlich zu sein, hat ein Mensch nicht unbedingt dauerhaft, sondern kann sie mit der Zeit verlieren. Die Grundlage für solche Freundschaften ist also unbeständig. Vor diesem Hintergrund kann in solchen Freundschaften auch nur schwer ein wirkliches Vertrauen entstehen. Freundschaften aus Lust oder aus Nutzen sind unvollkommene, oberflächliche, schwache und unbeständige Arten der Freundschaft. Aristoteles bezeichnet sie als akzidentelle Freundschaften. Bei solchen Beziehungen steht nicht der Freund selbst, sondern der persönliche Vorteil im Vordergrund. Zu akzidentellen Freundschaften sind auch schlechte Menschen fähig. Man braucht hierfür keinen guten Charakter. Damit man in diesen beiden Fällen überhaupt von Freundschaft sprechen kann, muss der Nutzen bzw. die Lust übrigens wie bei allen Arten der Freundschaft auf Gegenseitigkeit beruhen. Profitiert nur einer vom anderen oder findet nur einer den anderen angenehm und nicht umgekehrt, dann handelt es sich nicht um Freundschaft. Laut Aristoteles finden wir die Freundschaft der Lust meistens bei jungen Menschen vor, da junge Menschen sprunghafter und spontaner sind und sich mehr von ihren Affekten leiten lassen. Mit zunehmendem Alter verändert sich dann häufig das, was ihnen Lust bereitet, und diese Freundschaften lösen sich rasch auf.
Die Freundschaft älterer Menschen hingegen scheint eher auf Nutzen zu beruhen. Denn bei ihnen steht nicht mehr die Lust, sondern die Vorteilhaftigkeit einer Freundschaft im Vordergrund. Die höchste Form der Freundschaft ist die vollkommene Freundschaft. Hier wird der Freund nicht geliebt, weil er angenehm oder nützlich ist, sondern weil er gut ist. Diesen Freund liebt man wegen seiner persönlichen Eigenschaften, genauer wegen seiner Tugenden, seinem guten Charakter. Tugenden sind bei Aristoteles gute Charaktereigenschaften, die man sich im Laufe der Zeit durch das Finden der richtigen Mitte zwischen zwei Extremen angeeignet hat. In einer vollkommenen Freundschaft wünscht man seinem Freund um seinetwillen Gutes, unabhängig davon, ob er einem selbst nützt oder die eigene Lust befördert. Nutzen und Lust spielen natürlich auch in einer vollkommenen Freundschaft eine Rolle, obwohl sie nicht der Hauptgrund für die Freundschaft sind. Man kann auch in einer vollkommenen Freundschaft Lust empfinden und voneinander profitieren, und zwar vor allem, weil man die Tugenden seines Freundes wertschätzt und durch die Freundschaft die eigenen Tugenden festigt und weiterentwickelt. Da die vollkommene Freundschaft jedoch nicht auf dem Nutzen oder der Lust basiert, ist sie viel stabiler als die anderen beiden Arten von Freundschaft. Sie endet auch dann nicht, wenn es einmal ungemütlich wird. Für die vollkommene Freundschaft benötigen beide Freunde einen guten Charakter. Betrachten wir einmal die wesentlichen Merkmale der vollkommenen Freundschaft. Man wünscht dem Freund um seiner selbst willen Gutes und liebt ihn um seiner selbst willen. Man hat sich über einen längeren Zeitraum kennengelernt. Vollkommene Freundschaft ist immer auf Dauer angelegt. Sie wird mit der Zeit durch gemeinsame Erfahrungen gefestigt und ist durch gegenseitiges Vertrauen geprägt, das sich langsam entwickelt hat. Wie jede andere Tugend muss auch die Freundschaft durch wiederholtes Handeln zur Gewohnheit werden. Freundschaft festigt sich im alltäglichen Umgang miteinander. Am Leben des Freundes teilzuhaben und damit räumliche Nähe bzw. Kommunikation sind wichtig für eine solche Freundschaft. Die einzelnen Freunde haben ein gutes Verhältnis zu sich selbst, sind also auch mit sich selbst befreundet. Laut Aristoteles verhält man sich so zu seinem Freund, wie man sich zu sich selbst verhält. Den vollkommenen Freund beschreibt Aristoteles daher als ein anderes Selbst. Man hat Gemeinsamkeiten und beide Freunde haben einen guten Charakter. Die vollkommene Freundschaft wird von Aristoteles definiert als Freundschaft zwischen Menschen, die gut und gleich an Tugend sind. Die vollkommene Freundschaft ist die einzig wahre Freundschaft, eine dauerhafte, vertrauensvolle, auf Tugend beruhende Beziehung. Eine solche Freundschaft ist sehr selten, da ein solches Vertrauensverhältnis erst über einen langen Zeitraum und nur zwischen moralisch einwandfreien Menschen entstehen kann. Vollkommene Freundschaft gibt es nur unter Gleichen, während es die Freundschaft des Nutzens und der Lust auch unter Ungleichen geben kann. Bei der Freundschaft zwischen Ungleichen ist der eine unterlegen und der andere überlegen. Ein Freund ist beispielsweise besser, würdiger, mächtiger, erfahrener oder reicher, und zwar aufgrund seines Alters, des Verwandtschaftsgrades oder des Geschlechts. Aristoteles schreibt: Eine andere Art der Freundschaft nun ist diejenige, die auf Überlegenheit beruht, zum Beispiel die Freundschaft des Vaters zum Sohn und überhaupt des Älteren zum Jüngeren, die des Manns zur Frau und die eines jeden Herrschenden zum Beherrschten. Diese Arten der Freundschaft hängen nicht vom einzelnen Menschen und seiner Tugendhaftigkeit ab, sondern von seinem sozialen Status und seiner sozialen Rolle. Es unterscheidet sich zunächst der Wert der Person selbst und infolge davon auch der Wert der gegenseitig geleisteten Wohltaten. In einer Freundschaft des Nutzens zwischen Personen in unterschiedlichen Machtpositionen kann beispielsweise die mächtigere Person der weniger Mächtigen mehr Nutzen verschaffen als umgekehrt. Auch ein Vater ist seinem Sohn überlegen, weil er Verantwortung für ihn trägt, ihn erzieht und ihn finanziell versorgt. Eine Freundschaft unter Ungleichen ist dennoch möglich und kann funktionieren, außer wenn der Abstand zwischen den Personen allzu groß ist. Die Ungleichheit zwischen zwei Personen kann nämlich ausgeglichen werden, indem der Unterlegene mehr für die Freundschaft gibt als der Überlegene. Der Sohn muss dem Vater beispielsweise mehr Respekt entgegenbringen als umgekehrt, da der Vater höher steht. Dass eine Freundschaft zwischen Ungleichen überhaupt möglich ist, liegt an der Liebe. Durch die Liebe werden Menschen einander ähnlich und können Freunde werden. Wichtig ist, vollkommene Freundschaften kann es nur unter Gleichen geben. Freundschaften unter Ungleichen sind immer Freundschaften des Nutzens oder Freundschaften der Lust, also unvollkommene bzw. akzidentelle Freundschaften. Aristoteles warnt vor zu vielen unvollkommenen oder akzidentellen Freundschaften. Soll man sich nun möglichst viele Menschen zu Freunden machen, oder wird es auch bei der Freundschaft angemessen sein, weder ohne Freunde zu sein, noch wiederum übermäßig viele Freunde zu haben?
Wo es nun um Freunde für den Nutzen geht, wird man den Ausspruch für durchaus angemessen halten, denn vielen Menschen Gegenleistungen zu erbringen ist mühsam und das Leben ist nicht lang genug, dies zu tun. Daher sind Freunde in einer größeren als für das eigene Leben ausreichenden Anzahl überflüssig und Hindernisse für ein werthaftes Leben. Sie sind also nicht nötig. Auch für die Lust genügen wenige Freunde, wie im Essen das Gewürz. Bei der vollkommenen Freundschaft liegt es laut Aristoteles in der Natur der Sache, dass man nur wenige derlei intensive Freundschaften pflegen kann. Er schreibt: Es ist also sicher richtig, dass man nicht bestrebt ist, möglichst viele Freunde zu haben, sondern nur so viele, wie für das Zusammenleben genügen. Denn es dürfte gar nicht möglich sein, vielen Menschen auf intensive Weise ein Freund zu sein. Da der Mensch ein soziales Wesen ist, hat Freundschaft eine besondere Bedeutung für das soziale und politische Leben. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Eudaimonia, eines glücklichen und gelungenen Lebens. Aristoteles schreibt: Um glücklich zu sein, wird man also Freunde brauchen, die gute Menschen sind. Der Begriff Philia umfasst bei Aristoteles sowohl die familiäre als auch die gesellschaftliche und die freundschaftliche Beziehung. Freundschaft im aristotelischen Sinne kann man daher in allen Formen der menschlichen Gemeinschaft finden, zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, zwischen Geschäftsfreunden, zwischen Liebhaber und Geliebten, zwischen Bürgern einer Polis und zwischen Regierenden und Regierten. Selbst die verschiedenen guten Polis-Verfassungen bzw. Staatsformen sind laut Aristoteles Formen der Freundschaft. Freundschaft in diesem Sinne erfüllt das menschliche Bedürfnis nach einem sozialen Miteinander und ist damit unerlässlich für ein glückliches, ein gutes und gelungenes Leben. Die Freundschaft in Form der politischen Freundschaft ist für Aristoteles das größte Gut der Polis, dass sie für Stabilität und Einheit sorgt, indem sie ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Identifizierung schafft. Die Gesetzgeber müssen sich seiner Ansicht nach daher mehr um die politische Freundschaft als um die Gerechtigkeit kümmern. Freundschaft ist für Aristoteles eine Tugend, welche sowohl für den Einzelnen als auch für den Staat das notwendigste Gut ist. Sie bereichert sowohl den Einzelnen als auch die Gesellschaft. Freundschaft ist die höchste Form der Gerechtigkeit, da sie die Gerechtigkeit noch überbietet. Freundschaft verlangt nämlich das Mögliche und nicht nur das Gerechte. In einer Freundschaft verhält man sich freiwillig ungerecht, und zwar zugunsten des Freundes. Man gibt dem Freund mehr, als ihm gerechterweise zusteht, und fordert weniger von ihm ein, als er gerechterweise geben müsste. Aristoteles schreibt: Und wenn Menschen Freunde sind, bedarf es nicht der Gerechtigkeit. Hingegen bedarf es, wenn sie gerecht sind, zusätzlich der Freundschaft. Und als das Gerechteste innerhalb des Gerechten gilt das Freundschaftliche. Aristoteles Begriff der Freundschaft bietet eine tiefgreifende Analyse zwischenmenschlicher Beziehungen und ihrer Bedeutung für das individuelle Glück und die Gesellschaft. Seine Gedanken zum Thema Freundschaft haben bis heute großen Einfluss. Aristoteles schreibt: Ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße. Wie wichtig sind Freunde für dich und welche Arten von Freundschaft führst du persönlich? Mit dem Quizlet Lernset Aristoteles Freundschaft kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!